Diesmal geht es um unser Verhältnis zu spiritueller Autorität und wie hörig wir sind in der Beziehung zu einem Meister oder eventuell sogar einer Meisterin. Und hier gibt es eine sehr klare Richtlinie. Es zählt immer der grundlegende Dharma. Meister oder auch eventuell mal eine Meisterin dürfen sich nicht über ethische Grundsätze hinwegsetzen. Sie dürfen keinen Schaden verursachen, dürfen bewusst niemandem schaden, dürfen niemanden nötigen zu etwas, was ihr oder ihm schadet. Und wenn wir so etwas mitbekommen, dürfen wir nicht in einem naiven Autoritätsglauben mitmachen und denken, wir müssten die Augen schließen oder das wäre alles irgendwie höhere Weisheit oder das wäre bestimmt gut für diese oder jene Person, sondern wir müssen die Person, die gerade dabei ist, Schaden zu nehmen, müssen sie schützen. Wir müssen sie zumindest mal ansprechen und uns kümmern und eventuell auch Schritte unternehmen, um die Person, die schadet, also jetzt im Fall von sexuellem Missbrauch zum Beispiel, um der Schranken zu setzen. Also, es geht um eine wache Haltung und ihr wisst ja, die ethischen Richtlinien sind sehr, sehr klar. Der ganze Dharma basiert auf dem Respekt voreinander. Nicht zu töten, nicht zu schlagen, also Ahimsa, Gewaltlosigkeit, Freiheit von Gewalt und Missbrauch. Gehört auch dazu das respektvolle sexuelle Verhalten, nicht mit Minderjährigen, nicht unfreiwillig und so weiter, keinen Schmerz verursachen. Also alles quälende Verhalten, auch emotional quälend, also durch die Art, wie wir sprechen, denn das ist auch eine häufige Situation. Wir bekommen vielleicht mit, dass eine Person gequält wird durch die Aussagen, die öffentlich oder privat von einer spirituellen Autorität gemacht werden. Da müssen wir einschreiten. Also das ist ganz, ganz wichtig. Dass vor allen Dingen, wenn sich das wiederholt, so etwas würden wir einfach sagen, gehört sich nicht. Das ist nicht hilfreich für die Menschen, die eigentlich in so eine Situation hineinkommen, um zu wachsen. Klar, benutzen wir unseren gesunden Menschenverstand, so gesund wie er halt sein kann. Wir benutzen den Dharma und die allgemeinen Richtlinien, die es da gibt. Wir lassen uns nicht irre machen von anderen Menschen, die behaupten, nein, das zählt jetzt alles nicht, das ist jetzt halt der Guru und der darf machen, was er will. Nein, darf er nicht. Gurus sind gebunden an die Zuflucht, Buddha Dhamma Sangha, und das beinhaltet an die ethischen Grundsätze des Weges der Selbstbefreiung. Sie sind gebunden an das Bodhisattva-Gelübde, also Bodhicitta, das heißt, allen Lebewesen nur zu nutzen. Und sie sind eventuell noch, wenn wir im tibetisch- oder tantrischen Buddhismus unterwegs sind, sie sind noch gebunden an ihre Samayas, an die Grundregeln des Respektes, die sehr spezifisch sind, zum Beispiel im Vajrayana, ganz wichtig an dieser Stelle, der Respekt vor der Frau. Also dass Frauen wirklich als Ausdruck der Weisheit gesehen werden und zutiefst respektiert werden und dass sie natürlich das Recht auf ein Nein haben und eigentlich von sich aus bestimmen, auf welche Situationen, auf welche Beziehungen sie sich einlassen wollen. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen ist es indiskutabel zu denken, irgendwelche Vajrayana-Meister könnten sich etwas herausnehmen, was nicht mit den grundlegenden ethischen Prinzipien zu tun hat. So viel nur dazu. Es war offenbar eine Frage, eine wichtige Frage, die ausführlich formuliert wurde. Und ich möchte also alle aufrufen, wirklich ein waches, ethisches Verständnis zu haben, aber
immer dem Grundsatz zu folgen, mit beiden Seiten zu sprechen, zu spüren, was ist eigentlich los. Ihr erinnert euch, es gibt manchmal Situationen, die von außen krass aussehen, aber im Inneren heilsam sind. Und das sollten wir halt auch herausfinden, um was handelt es sich wirklich. Aber wir sollten nicht ständig unsere eigene Wahrnehmung in Frage stellen, wenn wir etwas mitbekommen, was eindeutig schädlich ist oder zu sein scheint, dann sollten wir schauen, dass sich das nicht wiederholt. Ja, so viel eigentlich schon zu diesem. Es darf ja auch mal ein kürzeres Video sein.